alle, hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen KI-Kampf hier auf meinem Kanal. Und zwar seht ihr es wahrscheinlich schon im Hintergrund, es handelt sich heute mal wieder um einen kleinen Free-for-all-Kampf mit dem König Ludwig gegen andere Stufe 4 KIs. Es wurde sich ja einmal in den Kommentaren gewünscht, dass sich König Ludwig mal mit dem Bären prügelt. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so gut zustande kommt, aber wir schauen einfach mal, wie es läuft, und wenn er halt gar nicht gegen ihn kämpfen wird, dann gibt es dann nochmal ein 1 vs 1. Aber heute erstmal ein Free-for-all und wir testen einfach mal, welche Stufe 4 KI die beste Stufe 4 KI ist von denen. Ich weiß, es fehlt der Wolf. Es gibt leider nicht wirklich, oder ich habe keine jetzt auf die Schnelle gefunden, wo man 5 KIs sinnvoll platzieren kann, sodass sie halt gut gebalanced stehen und nicht, dass einer halt irgendwie in der Mitte steht und die ganze Zeit gefokust wird oder schon von Defensivgeräten halt die ganze Zeit abgeballert wird. Deswegen, ja, nehmen wir jetzt einfach mal hier die Viererkarte und wir starten auch gleich auf Desert Throne, wie gesagt, mit 4000 Gold und wir gehen rein. So, also, hier der König Ludwig. Ich hoffe, der baut jetzt... Er baut nämlich sehr, sehr gerne seine Burg 2 und seine Burg 1. Aber in diesem KI-Kampf baut er seine Burg 8 mit den Raid-Truppen, also den Rittern quasi als Raid-Truppen. Und ja, ist mal erstaunlicherweise zu sehen. Ich muss ehrlich sagen, ich musste das ganze Späßel hier nochmal neu starten, weil er hat vorher seine Burg 5 gebaut, der Gute. Und ich habe mir ja, oder Crusader Pilaf hat mir ja mal gesagt, dass man die Abstände einhalten sollte, damit die gegnerischen KIs sich ordentlich sammeln können, weil sonst gab es da einmal so ein Video, da war der ja noch sehr, sehr ausufernd nach vorne hingebaut, dass die gegnerischen KIs halt in der Burg sich halt sammeln. Und das wollen wir natürlich nicht, den Bug, ne? Und da gibt es ja solche Hilfsmittel, dass man hier links, rechts und unten eine Kathedrale platziert und oben 2 Kirchen so als Abstand nimmt. Ja? Und in dem KI-Kampf ist mir aufgefallen, dass die eine Kirche von den 2 Kirchen, die Kirche, auf jeden Fall noch da stand und die ganze Zeit hier aufgebaut wird. Und wenn aber jemand angreift, dann wird die abgerissen und er baut sie nach und verliert somit immer wieder sein Gold. Die kostet ja immer 500 Goldmünzen und das ist natürlich sehr, sehr hinderlich. Deswegen musste ich leider den ursprünglichen oder meine erste Aufnahme quasi löschen und die ja nochmal neu starten. Gut, so sehen wir jetzt Burg 8 und nicht Burg 5 und ja, dann ist es halt so. Ach ja. Hat auf jeden Fall auch hier seine 3 Waffenkammern jetzt bekommen. In dem Vorstellungsvideo von der Burg 8 hatte der ja noch 2 Waffenkammern, glaube ich. Und ja, hier auf jeden Fall jetzt gegen zweimal die Stufe 4 KIs vom Crusader Pilaf und Saladin. Ich habe ja auch Saladin gegenüber vom König Ludwig hingesetzt quasi, weil Saladin geht ja hier auf Closest, denke ich, und somit auf den Bären. Inquisitor geht ja hier auf Balance, Bär geht selber auch auf Closest und König Ludwig kennt ihr ja, geht auch auf Closest. Und wenn hier der Saladin auf den König Ludwig geht, schon im Early Game und der hat noch nicht seine vollen Verteidiger auf den Wellen, dann ist halt sehr schnell Ende Gelände. Deswegen einfach mal gegenübergepackt, damit der erstmal sich hier mit den 2 anderen KIs beschäftigen kann.
wenn natürlich der König Ludwig vor dem eigentlichen 1 vs 1 fallen sollte gegen den Saladin, dann, ja, na, dann kann ich auch nichts machen. Also irgendwo sind dann auch die Hände gebunden. Jetzt kommen hier schon ein paar Raid-Truppen raus. Hat in der Burg, glaube ich, nicht ganz so starken positiven Angstfaktor, was natürlich dem Inquisitor und dem Bären sehr zum Vorteil kommen könnte. Und Inquisitor hat hier seinen Belagerungsturm, der rollt natürlich auch vor und legt an. Aber die Schwertkämpfer und die ganzen Mönche hier sind natürlich sehr langsam unterwegs, aber in der Zwischenzeit raidet hier König Ludwig auf jeden Fall ganz gut weg. Oder ganz gut rum. Hier hat er... Ne, ich dachte, die gehen hier auf die, wie heißt sie? Schenke heißt sie, so rum, natürlich. Aber haben sich dann doch für die Mauer entschieden, was natürlich gar nicht so schlau ist. Aber naja, gut. Ja, also die Raid-Truppen machen schon gute Arbeit, muss ich sagen. Also gar nicht mal so schlecht, wie ich es eigentlich gedacht hätte. Gut, die Burg hier ist jetzt nicht so tanky von der Verteidigung wie alle anderen Burgen. Aber gut, ich finde es trotzdem cool, dass er die gebaut hat, weil die sieht man relativ selten. Und er baut ja, wie gesagt, relativ gerne Burg 2 und Burg 1. Deswegen bin ich da schon sehr froh drüber, dass er jetzt mal Burg 8 baut. Hat man, glaube ich, auch noch kein einziges Mal außer in dem Vorstellungsvideo quasi gesehen, dass er Burg 8 baut. Das freut mich auf jeden Fall. Da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Ich muss auch euch was beichten. Und zwar habe ich mir jetzt überlegt, die Burg 2 von ihm, also die ja ursprünglich mal Crusader Pilaf gebaut hat für mich, worüber ich übrigens immer noch sehr dankbar bin, werde ich jetzt doch nochmal umbauen. Weil ich finde einfach, jede Burg vom König Ludwig ist halt einfach nicht mehr symmetrisch. Und da jetzt eine Burg drin zu lassen, die halt mehr auf die Symmetrie geht, weiß ich nicht. Es gefällt mir halt persönlich jetzt nicht mehr ganz so gut. Und deswegen würde ich die gerne umbauen wollen. Ich hoffe, ich hoffe, ihr seid damit gut. Gut. Also, dass ihr mir da jetzt nicht irgendwie böse seid. Und ich hoffe auch, dass Crusader Pilaf, dass du mir da nicht böse bist, dass ich da deine Burg umbaue. Ja. Ich lasse da vielleicht auch auf jeden Fall noch ein paar Ideen vom Crusader Pilaf mit einfließen. Aber dass das halt auch so eine Unregelmäßigkeit hat und nicht so auf die Symmetrie geht. Weil, ja, mir gefällt es einfach nicht mehr ganz so gut, wie einfach hier so. Jetzt auch, wo ich die Burgen vom Safar und Nordian und Falke baue und dann baue ich die ja alle so verwirrend, sage ich jetzt einfach mal, oder unsymmetrisch, finde ich, sieht es einfach schon natürlicher aus. Und die echten Burgen wurden ja früher, zumindest die meisten, nicht wirklich symmetrisch gebaut. Es gibt zwar ein paar Burgen, die haben symmetrische Akzente quasi drin, aber ja, in der richtigen Natur quasi oder im richtigen Leben ist ja nie wirklich so, dass die Gegebenheiten so gegeben sind, dass man ja da jetzt so ein extravagantes, quadratisches Burgenlayout bauen kann. Weil, ja, irgendwann ist natürlich da auch die Grenze gesetzt von Hügeln und so weiter und so fort. Deswegen, ja, gut. Brauche wahrscheinlich nicht weiter zu reden. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und deswegen gehen wir hier einfach mal davon aus, dass ihr mir da nicht böse seid. Na, hier Angriff vom Bären.
kommt schon ganz gut durch und man sieht schon, dass Burg 8 hier schon ein bisschen strauchelt mit der Verteidigung. Hier jetzt da der Tower 2 hier vorne eingerissen, dadurch auch die Armbrustschützen verloren. Aber sollte jetzt noch nichts weiter passieren. Hier hinten sind noch ein paar und hier knabbert noch einer. Jetzt ist hier der Durchbruch, was ganz gut ist, dass jetzt hier der Durchbruch ist, damit er das Torhaus einfach neu setzen kann. Und ja, wir gehen hier mal ein Stückchen hoch, damit es vielleicht nicht mehr ganz so langsam läuft hier. Early Game dürfte ja jetzt langsam auch beendet sein. Ich finde übrigens auch die Mauer hier hinten immer noch sehr cool. Also, na, so rum? Nee, so rum. Jetzt habe ich es wieder. Ja, hier Inquisitor und Saladin greifen hier schon stark gemeinsam den Bären an. Der Belagerungsturm steht hier vorne und jetzt kommt die ganze Panzerstaffel noch vorgelatscht. Kommen sie diesmal bis zum Belagerungsturm an? Ja, aber irgendwie wollen sie nicht benutzen. Naja, gut, dann nicht. Dann nicht. Der steht zwar hier die ganze Zeit, aber ja, gut. Ja. Hat, glaube ich, hier nicht wirklich eine Treppe zum Bergfried rein, damit die da den Weg erkennen quasi. Aber ja, so ist es nun mal. Na, so ist es nun mal. So, Saladin, dem geht es hier natürlich extrem gut. Der wird hier gar nicht angegangen. Eigentlich Bär und König Ludwig hier am meisten unter Druck. Also der Bär oder der König Ludwig fällt hier, denke ich, irgendwann als erstes. Die Triebwerke werden ganz gut weggeräumt. Aber ja, man sieht ja schon die ganzen Schwertkämpfermassen. Aber ich denke auch, dass der König Ludwig hier zu Hause sein sollte. 350 Truppen hat er. Ja, weiß ich nicht. Nicht allzu viel. Hier ist noch das Torhaus da. Okay. Dürfte ja bald hier wieder der Durchbruch sein. Genau, da ist der Durchbruch. Und 350. Und verliert schon ordentlich Truppen, der Gute hier. Aber kann hier sich sehr gut knubbeln, nicht knüppeln, sondern knubbeln. Und dadurch den Angriff nochmal entgegenwirken. Knapp 20 Angreif... 40 Angreifer hat er, glaube ich, verloren. Aber ja, hier... Der Inquisitor lässt sich nicht lumpen und setzt gleich hinterher. Und der setzt ja auch schon ordentliche Schwertkämpfermassen ein. Also das ist nicht ohne, was da auf den... Oh, und jetzt hier noch Saladin mit seinen berittenen Bogenschützen. Die natürlich schon die Verteidiger quasi ganz gut wegräumen können. Jetzt ist hier... Nachricht vom Bär. Bedrängt mich nicht. Oder ihr werdet es bereuen. Der Saladin nutzt einfach den Belagerungsturm vom Inquisitor, oder? Nee, hä? Was machen denn die hier? Ich glaube, die haben sich gerade mit ihren eigenen Drehbocken... Ja, der hat, glaube ich, die mit den eigenen Drehbocken den Weg, glaube ich, zerschossen. Oder? Hier laufen noch ein paar auf den Wellen drauf rum. Ja, der Angriff vom Saladin ist hier gänzlich... Hat hier nicht sehr viel ausrichten können. Hat natürlich den ganzen Angriffsdruck oder den ganzen Verteidigungsdruck vom Bären schon ein bisschen schwächen können. Jetzt die Balliste schießt hier auf den Belagerungsturm. Okay. Wo latschen denn die jetzt alle hin? Ist hier irgendwas offen? Weiß ich nicht. Was macht denn hier eigentlich der gute König Ludwig? Oh, da muss ich erstmal wieder erholen von dem Angriff vom Bären hier. Ja, wo die jetzt genau hinlaufen, das weiß ich zwar nicht so wirklich. Aber weil hier nirgendwo
Durchbruch an sich ist. Ach so, die gehen jetzt hier auf das Torhaus. Ah ja, okay, verstehe. Verstehe. Ach, der Belagerungsturm, das sieht so geil aus. Wie viele Truppen hatten der gute Bär? 224. Haben natürlich hier den Igel-Faktor noch und setzen sich, denke ich, somit ganz gut durch, obwohl hier noch relativ viele Schwertkämpfer übrig sind. Oh, da vorne steht er auf jeden Fall. Und er fällt los. An diesem Tage entscheidet ihr über mein Schicksal. Ich bitte nicht um Gnade, aber bedenkt, auch über euch wird eines Tages gerichtet werden. Eine Nachricht vom Inquisitor. Die Ketzer in diesen Ländern wird kein Schuldgeständnis retten. Ich werde ihnen kein Büßerkreuz vergönnen und nicht eher ruhen, als dass auch die letzte verlorene Seele dem Feuertod übergeben wurde. So, also dann läuft es wahrscheinlich doch auf ein 1 vs 1 zwischen König Ludwig und Saladin raus, weil jetzt hier Inquisitor von beiden Seiten angegangen wird. Hätte ich nicht gedacht, dass Inquisitor noch so viele Truppen übrig hatte, dass er dann doch den Bären killt, sozusagen. Vor allem, weil ja der Bär auch noch den Igel-Faktor bekommen hat, also den einen Pluspunkt beim Angstfaktor quasi. Hat man ja gesehen, dass seine Truppen dann so ein Sternchen hatten. Und ja, also natürlich jetzt stark unter Druck der Inquisitor hier. Hier überall auch die ganzen Warnblinker am Start. Gehen hier, machen die Kacke wieder aus. Sieht nämlich doof aus. Hier Raid-Truppen vom König Ludwig, die ja nicht so viel machen, wie es eigentlich gedacht hatte. Aber gut, lassen wir's. Und ja, er holt sich ja extrem langsam, steht ja immer weiter unter Druck und irgendwann kommt hier auch der Saladin wieder raus und geht auf den Inqui drauf. Mal schauen. Mal schauen. So. Mal schauen, wann er hier... Jetzt kommt er raus. Oh, das sind schon ordentlich Truppen hier. Die natürlich auch ein bisschen verbrennen in den Flammen. Und jetzt schon wieder alle hinüber sind. Die ganzen Horse Archer hier und die arabischen Schwertkämpfer. Gut, die machen jetzt nicht allzu viel Schaden gegen Armbrustschützen, auch wenn die vollen negativen Angstfaktor haben. Oder halten nicht so viel aus, darum wollte ich es natürlich sagen. Ja, mal schauen, wie es hier weitergeht. Und ob vielleicht hier der Inquisitor jeweils nochmal rauskommen könnte. Ich warte jetzt hier mal noch ganz kurz den vielleicht nächsten Angriff. Einer der beiden wird, denke ich, bald angreifen. Entweder Inquisitor oder der König Ludwig. Haben jetzt beide über 400 Truppen. Inquisitor immer noch ein bisschen mehr, weil er ja einen negativen Angstfaktor hat und dadurch die Wirtschaft ein bisschen flotter läuft als die vom König Ludwig. Und ja, ist natürlich schon, also ich hätte jetzt wirklich nicht gedacht, dass so schnell der Bär drauf geht. Und warum kriegt dann hier seine ganzen... Ich glaube, er rekrutiert zu schnell, oder? Jetzt kommt hier der König Ludwig raus. Hat kein Pech mehr, der Gute hier. Nur noch hier vorne, aber gar nicht mehr viel. Jetzt ist hier... Nee, oder? Nee, das ist wieder so eine Burg mit so Doppelringen. Hat auf jeden Fall schon ordentlich... er hat schon ordentlich Truppen einbüßen müssen. Der gute Inqui. Vielleicht schnappt sich hier der König Ludwig mal den Kill, weil ich glaube... Oder? Schafft er das? Hier, das Torhaus, wenn das angegangen wird. Muss dann noch den ganzen Keep leer räumen. Und das sind nochmal 300 Truppen. Ja, ein bisschen weniger, aber ne? Und wie sieht's aus? Die teilen... Ja, okay. Er schafft's noch, sich zu verteidigen, der Inquisitor.
Aber Saladin dürfte jetzt bald... Ja. Oh Mann, das ist ja richtig böse. Das ist ja richtig böse. König Ludwig hat hier saubere Vorarbeit geleistet und... Oh, hier wird ordentlich Pferdesalami gemacht. Eieiei, die ganzen arabischen Bogenschützen hier werden ordentlich weggeschlitzt. Und... Ja, aber ich denke, das sollte jetzt hier gewesen sein mit dem Inquisitor. Hier kommen auch noch ein paar Raids. Oder sind es sogar Sorties? Ich weiß es gerade gar nicht. Ne, es sind Sorties. Kommen hier reingelaufen. Wegen dem Bogenschützen. Oh, Feuer ist hier am Start. Aber breitet sich, glaube ich, nicht bis ins Innere der Burg aus. Und ja, das war's. Oh. Ja, Freunde, also ich habe keine Ahnung warum, aber das Spiel ist einfach abgestürzt. König Ludwig hat jetzt nicht mehr Burg 8, dafür jetzt irgendeine andere Burg, auch wieder mit direkten Bergfried-Zugang. Das ist, glaube ich, Burg 7. Ja, das ist Burg 7. Und ja, ich lasse es jetzt hier einfach mal im Hintergrund durchlaufen. Ach Mann, es war so cool und dann stürzt es auf einmal ab. Also ich hoffe, dass das jetzt gleich ausgeht wie im vorhergehenden Match, bevor es abgestürzt ist. Ob es so kommt oder nicht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Nee. Naja, egal. Gut, also bis gleich, So, ich steige jetzt einfach mal wieder bei dem Angriff vom Inquisitor ein. Der geht jetzt hier zum ersten Mal auf den König Ludwig und gleichzeitig der Saladin auf den Bären. Weil mir das jetzt hier einfach ein bisschen zu lange dauert, finde ich. Und ja, jetzt rückt zwar hier der Belagerungsturm vor, aber die Schwertkämpfer schalten nicht wirklich um. Okay. Ja, gut. Also, ja, hier beim Bären ist natürlich offen, aber er hat natürlich den Truppenvorteil. Deswegen denke ich, passiert da nichts. Und hier passiert auch nichts. Ja. Naja, gut. Ich glaube, in dem Zeitraum, ist in dem vorhergehenden Spiel der Bär schon gefallen. Ach Mann, das ärgert mich. Warum stürzt denn das Spiel ab? Es waren ja nicht mehr viel Truppen da. Der Angriff vom König Ludwig war ja schon zu Ende. Und der Saladin ist ja dann nur noch hinterher gestürzt. Und hätte ihm quasi den Rest geben müssen. Ja. Und dann stürzt auf einmal das Spiel ab. Mann, das ärgert mich echt, dass man jetzt so ein komplettes anderes Spiel quasi haben, weil, ja, der Bär, also ich finde es natürlich schön, dass der Bär hier noch lebt, aber ich hätte halt auch gerne das Ende oder das Ergebnis von dem vorhergehenden Spiel gesehen, bevor es abgestürzt ist. Ich weiß, ein 1 vs 1 zwischen König Ludwig und Saladin hatte ich, glaube ich, schon mal gezeigt. Ja, aber so verfälscht es quasi, oder finde ich zumindest so ein bisschen das Ergebnis, weil ja, es wäre ja eigentlich ein anderes gewesen. Und wenn jetzt hier der König Ludwig zuerst fallen würde, weil jetzt hier der Bär und der Inquisitor nur noch auf den König Ludwig geht, weiß ich nicht, Da stimme ich mich irgendwie nicht so zufrieden damit. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass er jetzt hier nicht drauf geht.
Gut, er geht jetzt auch nicht drauf, weil Bär hat einfach zu wenige Truppen, aber trotzdem. Ja, er hat jetzt gerade mal wieder 300, knapp 400 Truppen hier. Relativ viele Verteidiger verloren, aber ja, ich finde es halt einfach doof. Ich finde es einfach doof. Sag mal's so. Machen wir es kurz. Ich finde es doof, wenn jetzt das Ergebnis anders ausgehen würde, als es eigentlich sollte. Ja. Aber naja, gut. Da kann ich ja nichts dran ändern und ich nehme das dann auch so hin. Ob es mir jetzt gefällt oder nicht, das ist dann jedem selbst, oder das ist dann mein Problem. Und ob euch das dann gefällt oder nicht, das müsst ihr dann selber wissen, weil ja, ich kann ja leider hier nichts machen, ne? Genau. Naja, gut. Ich würde jetzt erstmal sagen, oder ich würde jetzt wieder sagen, ich gehe in den nächsten Speed up und schau mal, welche KI. Ich glaube, der Inquisitor greift hier als nächstes an. Und wir sehen uns zum Angriff vom Inquisitor wieder. Dann wahrscheinlich wieder auf dem Bär. So, da kommt der Inquisitor. Ach Mensch, da kommt der Inquisitor raus und wie ich schon dachte, geht er auf den Bären. Der gar nicht, also ich weiß gar nicht, was der so macht, aber der rekrutiert jetzt nicht ganz so, weil er sitzt immer noch auf sein Gold von seinem Angriff drauf fest quasi, sage ich jetzt einfach mal so. Und vielleicht, wenn jetzt Inquisitor im Bären weichklopft und danach der Saladin drauf geht, dann könnte es vielleicht wieder so sein wie im vorhergehenden Spiel, dass einfach, ja, der Bär als erstes das Zeitliche segnet. Aber wir schauen hier einfach mal, wie er sich anstellt. Der König Ludwig kommt hier mit raus. Weiß nicht, ob das so gut ist. Und jetzt kommt noch... Ach du Scheiße. Jetzt sind hier 3 Armeen. 3 riesengroße Armeen auf dem Schlachtfeld. Hier die beiden begegnen sich quasi... Ja, begegnen sich jetzt schon. Ach du Scheiße. Eieiei, jetzt ist hier der Belagerungsturm wieder da. Jetzt gehen die sich wieder gegenseitig hier an die Gurgel. Vor allem die ganzen Horse Archer hier. Eieieiei. Hier noch die ganzen arabischen Schwertkämpfer. Und jetzt kommt die europäischen gegen die europäischen vom Bär. Also König Ludwig gegen Bär, ist klar, ne? So man ist natürlich. König Ludwig knüppelt hier schon arg stark. Oh, von hinten kommt jetzt noch der... Ach, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Junge. Also, wir halten fest, es ist nicht sonderlich praktisch, wenn hier 3 KIs gleichzeitig angreifen, weil die sich dann gegenseitig im Weg stehen. Ja? Saladin steht jetzt hier wieder... Das ist natürlich noch was komplett anderes, wenn hier der Bär brennt. Ach du Scheiße. Na gut, ne? Das ist natürlich... Breitet sich bis hier auf dem Pennerhof aus? Nee, irgendwie nicht. Oder doch? Es brennt jetzt hier ringsrum jetzt. Eieiei, oder? Nee. Hä? Was passiert hier? Eieiei. Irgendwie brennt der... Gut, er hat auch, glaube ich, gar keine Bauern, damit der Pennerhof brennen kann. Aber ja, er hat jetzt auch keine Löschtrupps mehr. Oh. Ich glaube, Bär liegt hier jetzt lahm, weil er einmal komplett abfackelt. Bis auf die Grundmauern. Oh, das ist natürlich schon arg doof. Naja gut, wir gehen ja mit der Geschwindigkeit hoch und schauen einfach mal, ob sich der gute Bär hier noch gelöscht bekommt. Alter, die Kathedrale brennt ja ewig. Wo ist denn das Leben? Ach, da unten steht's.
Oh, shit. Eieiei. Das tut mir jetzt schon ein bisschen leid. Also das wünsche ich ja keinem, dass er jetzt bis auf die Grundmauern abfackelt. Ja, jetzt geht auch die Beliebtheit hier in den Keller. Und ja, droppt jetzt glaube ich auf 0. Weil jetzt kommt langsam wieder was rein. Oh. Und Inquisitor könnte bald schon wieder angreifen. Er müsste ja, glaube ich, auch ein bisschen schwach gewertet werden. Weiß jetzt nicht, ob die bis zum Ende quasi sammeln ihre Truppen. Aber ja, hier Beliebtheit droppt wieder bis ins Minus. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Das sieht wirklich gar nicht gut aus. Kriegt zwar hier jetzt ein bisschen Stein rein, aber dadurch, dass er natürlich auch nicht verkauft, um sich dadurch dann Nahrung zu kaufen, sondern er repariert seine Burg. Oh Mann, der arme Bär. Der arme Bär. Aber was er jetzt hat hier, guckt mal an. Er hat jetzt hier vollen positiven Angstfaktor, glaube ich. Weil er halt keine Bevölkerung mehr hat. Aber eigentlich müsste doch dann... Ja, jetzt ist die Bevölkerung wieder da. Droppt zwar schon wieder auf jetzt 60, aber vielleicht schafft das mal über einen Kipppunkt oder so. Aber ja, Inquisitor kommt raus. Und der König Ludwig braucht, glaube ich, noch ein Stückchen. Saladin hat auch schon wieder ordentlich Truppen. Aber Inquisitor dürfte jetzt, glaube ich, den Deckel zumachen und somit dem Bär das Leben nehmen. Was natürlich schon ein sehr, sehr bitterer Tod ist, so zu sterben. Einfach mit 0 Verteidigung. Oder 0 Bevölkerung quasi. Ah, hier die letzten Angriffstruppen vom Bär wollten schon rauskommen. Die dürfen jetzt bloß sich halt nicht wieder komplett gegenseitig im Weg stehen. Wenn hier jetzt Inquisitor den Angriff macht und jetzt kommt Saladin wieder raus. Och Mann. Oh Mann. Eieiei, die ganzen Mönche werden hier schon ordentlich... Werden ordentlich weggeschossen. Und jetzt gibt es hier gleich wieder Pferdesalami. Da ist offen. Inquisitor sichert sich, glaube ich, den Kill. Was aber gar nicht so gut ist, weil jetzt könnte, glaube ich, der König Ludwig rauskommen. Über mein Schicksal. Ich bitte nicht um Gnade, aber bedenkt, auch über euch wird eines Tages gerichtet werden. Eine Nachricht vom Inquisitor. Die Ketzer in diesen Ländern wird kein Schuldgeständnis retten. Ich werde ihnen kein Büßerkreuz vergönnen und nicht eher ruhen, als dass auch die letzte verlorene Seele dem Feuerkampf übergeben wurde. So, jetzt kommt hier gleich der König Ludwig raus und könnte ihn somit arg in den Ass fallen, weil er ja auch die... Alter, der hat jetzt wirklich die positiven Angstfaktor-Schwertkämpfer quasi. Hier ist zwar überall noch Feuer am Start. Ich hoffe, jetzt bricht es nicht wieder ab. Oder stürzt es nicht wieder ab. Der Bums. Oh, der eine Pechkipper hat hier ordentlich verschüttet. Aber gut. Oh, hier brennt's. Das könnte jetzt... oh Mann. Och nee, bitte nicht. Och nee. Oh Mann, oh. Ich dachte, der König Ludwig kann auch mal einen Kill sich holen, aber... Och Mann. Ja gut, so wird es natürlich gar nichts. Wenn er seine eigenen Truppen quasi verbrennt. Oh Mann. Oh Mann. Saladin hat ja auch wieder ordentlich Truppen und könnte jetzt einfach zum Gnadenstoß hinten ransetzen quasi. Ob er das nun macht, keine Ahnung. Irgendwie nicht so, hat irgendwie gerade nicht so die Lust. Ach,
ein wirklich komplett durcheinander gewürfeltes Video heute. Zwar wieder mit dem gleichen Ausgang wie beim letzten oder beim gleichen Zwischenstand wie beim letzten Mal, bevor es halt abgebrochen hat. Aber ja, also Inquisitor hat gebrannt, Bär hat gebrannt. Jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass der König Ludwig brennt. Die ganzen Horse Archer hier nehmen schon ordentlich die ganzen Pechköpfe raus. Hier vorne steht noch einer, der kann auch noch ausschütten. Hier steht noch einer, der wird weggeholt. Ja, gut. Wie viele Truppen hatten der Inqui? Ja, nicht so viel. Hier brennt es schon wieder. Kommt nun, entscheidet das Leben eurer Männer. Ich erwarte euch mit Stahl und Feuer. Oh, hier ist jetzt offen. Oh, die ganzen Truppen sind hier drüben. Oh Mann. Das ist ja jetzt richtig doof. An 2 Seiten. Ja, der fällt. Die Heilige Schrift kündet von Gottes Liebe und seiner endlosen Gnade. Ich bitte euch, verschont mich. Eine Nachricht von Saladin. So soll es sein. Noch jemand ist vor mir gefallen. Ah, das Saladin kann einfach so schnell durchrekrutieren. Ach, das ist unglaublich. Ja, da hat sich hier Saladin trotzdem den Kill für einen vom Inquisitor quasi gestohlen quasi. Dem Barmherzigen wieder schön die ganze Arbeit machen lassen. Hat den ja bis auf 250 Truppen, glaube ich, runtergeprügelt. Und ja, dann einfach frech hinterhergerannt und den eiskalt weggerotzt. Was natürlich auch sehr, sehr vorteilhaft war, dass die hier von beiden Seiten waren und dass seine Hauptarmee vom Inquisitor hier oben war. Und somit links davon die ganzen Truppen einfach freie Bahn hatten, durchzulatschen. Naja, gut. Zumindest ist es nicht abgebrochen. Wir haben hier Juli, August 1240. Also geht schon ordentlich lang das Match. Saladin müsste, denke ich, ja, jetzt kommt er raus. Ordentlich viele Horse Archer hier. Mal gucken, wie die Verteidigung vom Barmherzigen hier standhalten kann. Hat natürlich hier die Mangen im Vorteil. Hat ja 2 davon. Und somit auch das Potenzial, die ganzen Massen quasi schon vorher abzuschießen. Ja, die Bogenschützen hier hinten, die machen natürlich echt wenig. Ne? Also die sind ja nur schmückendes Beiwerk. Aber ja, ich denke, den Angriff sollte der noch ganz gut weggesteckt bekommen. Nachdem, was jetzt hier die arabischen Schwertkämpfer anrichten. Und ja, arabischen Bogenschützen sind auf jeden Fall schon tot. Hier das Torhaus können sie anknabbern und das hier hinten können sie anknabbern. Ich glaube eher, die gehen auf das Torhaus. Aber bis die da sind, passiert echt nichts mehr, weil alle schon weggeschossen werden. Ja, gut, alles klar. Aber ein Gold hat der Junge. Boah. So, schauen wir mal. Und König Ludwig kommt gleich hinterher. Das könnte jetzt sehr stark gefährlich sein für den Saladin, wenn er jetzt hier nicht aufpasst und glücklich irgendwie angezündet wird. Eine Nachricht von Saladin. Er hat natürlich hier die Feuerverteidigung am Start, aber es sind auch ordentlich viele Schwertkämpfer und die haben einen positiven Angstfaktor, was natürlich nicht groß, ja, kein kleiner Unterschied ist. Gott, ich rede hier mich um den Wolf, das ist grauenhaft. Jetzt ist hier an beiden Seiten, wie beim Inquisitor, der Durchbruch. Hier steht irgendwo noch ein Feuerwerfer rum, glaube ich. Und schafft das? Ja, er schafft's. Doch seid ihr auch gerecht. Ich gebe mich eurer Gnade. Eine Nachricht vom König Ludwig. Ich habe für mich und mein Volk den Sieg errungen. Ja, König Ludwig hier als sehr
glücklichen Sieger hervorgegangen, obwohl es eigentlich ja gar nicht so danach aussah, dass er hier gewinnt. 330 Gebäude hat er zerstört. Ja, ich glaube wegen den defensiven Drehbocken, die er hat. Eieieiei. Eieiei. Puh. Ja gut, ne? König Ludwig hier sehr glücklich, dass er so ein Gott, also wirklich, da hat ja wirklich so ein übelstes Timing gehabt, dann um den Saladin hier wegzuschnetzeln. Gut, na, ja, Freunde, was soll ich sagen? Ich komme irgendwie noch nicht gerade ganz darauf klar, dass einfach mein Spiel gecrashed ist. Aber naja, so ist es halt nun mal. Ist halt auch schon ein etwas älteres Spiel, ne? Und wer weiß, woran es liegt, keine Ahnung. Ihr habt jetzt wenigstens 2 Burgen gesehen, Burg 8, Burg 7. Ist jetzt auch ganz cool gewesen. Ich hätte zwar gerne auch das Ergebnis oder die Zusammenfassung von Burg 8 gesehen, wie viel er weggeradet hat, der König Ludwig, aber sozusagen, ja, ist schon ein ganz ordentliches Match gewesen. Wäre natürlich, obwohl ich mir so ein bisschen gewünscht hatte, dass er jetzt in dem KI-Kampf wieder als erstes drauf geht, hat es mir dann doch schon sehr leid getan, wie er drauf gegangen ist. Da war es in dem ersten Kampf, bevor es abgestürzt ist, natürlich ein bisschen, moralischer, würde ich es jetzt mal sagen, weil so einfach abgebrannt und dann, ja, quasi den Hunden vorgeworfen, muss nicht sein, ne, also da, aber naja, gut, so ist es nun mal. König Ludwig konnte sich ja auf jeden Fall behaupten, zumindest mit Burg 7. Ich weiß jetzt nicht, ob es mit einer anderen Burg auch so geklappt hätte. Aber okay, ich nehme es so hin. Ich hoffe, ihr nehmt es auch so hin. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn es so ein bisschen chaotisch war. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst sehr gerne eine Bewertung da. Schaut auch gerne die anderen Videos an, die ich auf meinem Kanal so hochlade. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, haltet die Ohren steif. Eine schöne restliche Woche, ist ja auch schon Donnerstag und dann sehen wir uns ja bald wieder. Bis dahin, tschüssi.